Ganz ehrlich, das größte Problem bei einer Wohnungsbesichtigung ist oft nicht die Wohnung, sondern wir selbst. Man verliebt sich in den schönen Balkon und übersieht die kleinen, teuren Dinge. Kennst du das auch, wenn man denkt, ach, das Bad passt schon und dann später merkt man, es passt gar nicht? Total. Und viele Leute glauben ja, der Vermieter macht alles sofort, wenn man fragt. Naja, und dann wartet man und wartet. In Foren liest man echt oft von Schimmel im Bad oder hinter Küchenmöbeln. Und das ist dann ein richtiger Horror. Und weißt du, was noch krass ist? Viele fragen nicht nach versteckten Kosten, also Nebenkosten und so. Und am Ende ist die Warmmiete viel höher als gedacht. Das tut dann richtig weh im Geldbeutel, finde ich. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia und heute sprechen wir locker und praktisch über Wohnungsbesichtigungen. Was fragen, worauf schauen und ja, wie man Stress später einfach vermeidet. Ich bin Tim und ich habe schon einige Besichtigungen hinter mir. Gute und auch so, nicht so gute. Heute teilen wir Tipps und echte Geschichten, damit ihr euch sicherer fühlt. Also los geht's. Bevor man überhaupt reingeht, die Vorbereitung ist wichtig, aber bitte entspannt. Habt eure Unterlagen bereit, also zum Beispiel Gehaltszettel und eine kurze Vorstellung über euch. Eine kleine persönliche Nachricht in der E-Mail kann Wunder tun, so ein Mini-Anschreiben, wer seid ihr, was macht ihr, warum passt ihr gut. Ja, das ist echt ein Geheimtipp. Ein freundlicher Text mit 2, 3 Sätzen erhöht oft die Chance auf einen Termin, gerade in Städten mit vielen Bewerbern. Und nehmt eine Freundin oder einen Freund mit, 4 Augen sehen mehr und man traut sich eher, mal kritisch zu fragen. Okay, jetzt seid ihr drin. Viele schauen zuerst auf das Wohnzimmer, ist ja auch schön hell und groß und so. Aber bitte, geht direkt auch in Küche und Bad, da passieren die meisten Probleme. Guckt in die Ecken, an die Fugen und einmal unter das Waschbecken, ja? Genau, Fugen sind diese kleinen Silikon- oder Fliesenkanten. Wenn die dunkel sind, kann das Schimmel sein. Schimmel riecht oft muffig, so ein feuchter Geruch. Und probiert mal den Wasserhahn, kommt schnell warmes Wasser und ist der Druck okay. Ich hatte mal eine Küche, die sah neu aus, echt hübsch. Und dann, Monate später gab's Ärger, hinter einem Schrank war tief im Mauerwerk Schimmel. Die Hausverwaltung hat erst klein geredet und als ein Handwerker kam und schnitt, wurde es richtig schlimm. Da habe ich gemerkt, was klein wirkt, kann riesig sein. Uff, ja. Deswegen, wenn etwas feucht aussieht oder komisch riecht, lieber nachfragen, seit wann ist das so, wer repariert das und bis wann. Ganz wichtig, wenn der Vermieter sagt, das wird noch gemacht, dann bitte schriftlich festhalten im Vertrag oder in einer Bestätigung. Nur Worte, naja, die helfen später oft nicht. Und checkt das Bad richtig, einmal die Toilette spülen, gucken, wie schnell das Wasser nachläuft. Dusche kurz anmachen, auch kalt und warm, hört ihr komische Geräusche? Seht ihr gelbe Flecken an der Decke, vielleicht vom Nachbarn oben? Fenster sind auch wichtig. Einfach mal auf und zu machen, fühlt ihr Zugluft? Doppelte Verglasung spart Energie. Fragt auch nach dem Energieausweis. Das ist so ein Dokument mit Infos zum Energieverbrauch der Wohnung. Klingt trocken, ist aber Gold wert. Heizung, ja. Ist es eine Zentralheizung oder eine Gastherme in der Wohnung? Wenn eine Therme da ist, fragt nach der letzten Wartung, also dem letzten Check. Und wie wird abgerechnet, monatlich oder einmal im Jahr mit Nachzahlung? Stichwort Nebenkosten. Das sind die Extrakosten für Heizung, Wasser, Müll, Hausreinigung und so. Fragt sehr konkret, was ist drin, was nicht. Gibt es Kosten für den Hausmeister, für den Aufzug, für Kabel oder Gemeinschaftsinternet oder einen Stellplatz? Und denkt auch an andere Ausgaben. Viele vergessen Versicherungen, zum Beispiel eine Haftpflicht. Die kostet nicht die Welt, aber zusammen mit Internet, Rundfunkbeitrag und vielleicht Fahrradkellergebühr wird es schon spürbar. Also besser vorher rechnen. Apropos Rechnen, fragt nach Kaltmiete und Warmmiete. Kaltmiete ist nur die Miete für die Räume, Warmmiete ist mit Nebenkosten. Und wie hoch ist die Kaution, also das Geld als Sicherheit? Meistens sind es 2 bis 3 Kaltmieten, das sollte man wissen und einplanen. Manchmal sagen Vermieter, naja, das Bad wird noch renoviert. Bitte genauer fragen, was genau wird gemacht bis wann und wer zahlt, wenn es länger dauert. Wenn man das nicht klärt, sitzt man monatelang mit einer Baustelle. Ich habe da eine Geschichte gehört. Es wurde immer nur versprochen und am Ende gab es Stress und weniger Miete, aber auch viel Frust. Ja, so eine Minderung der Miete klingt gut, ist aber nervig. Man zahlt weniger, weil etwas nicht funktioniert, aber das ist emotional anstrengend. Besser ist, vorher klären und alles schriftlich festhalten. Also Fotos machen bei der Besichtigung, Notizen schreiben und wenn möglich einen zweiten Termin machen, vielleicht am Abend, so gegen 5, 6, wegen Lärm. Genau, Lärmtest. Fenster zu, mal kurz still sein. Hört ihr die Straße, die Bahn, die Nachbarn? Dann Fenster auf, ist es immer noch ok. Schaut auch in den Hof, gibt es eine Bar, einen Spielplatz, eine Baustelle? Noch ein kleiner Trick. Testet kurz das Handynetz. Kein Empfang ist echt doof im Alltag.
und checkt, wo die Steckdosen sind, auch in der Küche für Geräte. Wer kocht, braucht viele Steckdosen, sonst nervt's. Und die Küche selbst, gehört sie zur Wohnung oder ist es die Küche vom Vormieter? Fragt, was genau bleibt. Wie alt sind Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler? Alte Geräte fressen Strom und schaut unter die Spüle, ob es trocken ist und hinten an der Wand, soweit man sehen kann. Kleine Begriffe kurz erklärt, damit alle mitkommen. Einbauküche heißt, die Küche ist fest eingebaut und bleibt meist drin. Übergabeprotokoll ist eine Liste bei Einzug mit allen Schäden und mit Zählerständen für Strom und Wasser. Das hilft später, wenn es Fragen gibt. Es gibt auch ein größeres Thema, über das viele streiten, die sogenannte Eigenbedarfskündigung. Das heißt, der Vermieter sagt, er braucht die Wohnung selbst oder für die Familie. Manche Mieter sagen, das wird missbraucht, um mehr Miete zu bekommen. Vermieter sagen, sie haben auch Rechte. Ich sag, lest den Vertrag genau und informiert euch bei Fragen früh. Ja, und bei offenen Punkten ruhig freundlich, aber klar fragen. Wer repariert was bis wann? Wer zahlt es? Und steht es schriftlich? Wenn der Vermieter nur sagt, na ja, das schauen wir mal, klingt nett, hilft aber nicht. Das Rückpunkten ruhig freut es mal. Ich kabber es dich gerne nach dir. Dich die wichtig. Ein Fehler, den viele machen, sie schauen nicht gründlich in Bad und Küche. Da ist die Luft oft feucht und da beginnt Schimmel. Guckt nach dunklen Stellen an Fugen und an Ecken, auch hinter der Waschmaschine, soweit es geht, und riecht einmal bewusst. Eure Nase ist, echt ein gutes Werkzeug. Und ein zweiter Fehler, man denkt, Reparaturen kommen sofort. Oft dauert es. Deshalb lieber vor Vertragsunterschrift klären. Ich sag immer, was heute unklar ist, wird morgen teuer. Ist ein bisschen hart, aber rettet Nerven. Noch was Praktisches bei der Besichtigung, fragt nach der Hausordnung. Gibt es Ruhezeiten, Treppenhausreinigung, Kehrwoche? Wie ist es mit Fahrrädern oder Kinderwagen im Flur? Das sind kleine Dinge, aber im Alltag sehr wichtig. Und ganz simpel, schaut euch das Treppenhaus an. Ist es sauber? Riecht es komisch? Sind Briefe überall? Das zeigt manchmal viel über die Hausgemeinschaft. Sagt ruhig, wir möchten uns hier wohlfühlen. Wie sind die Nachbarn so? Ich habe noch einen Tipp für die Anfrage, also bevor man überhaupt zur Besichtigung kommt, eine persönliche, kurze E-Mail mit Foto kann helfen. Nicht übertreiben, einfach 2 Sätze, ich heiße Julia, arbeite in Teilzeit im Café, suche langfristig, ich bin ruhig und zuverlässig. Das hat bei Freunden die Antwortquote wirklich erhöht. Und fragt schon in der Anfrage nach allen Kosten. Ist ein Stellplatz dabei? Kostet der extra? Gibt es eine Hausverwaltung mit Gebühr? Wie hoch sind die Nebenkosten im Schnitt und gab es Nachzahlungen im letzten Jahr? Überraschungen tun weh. Wenn ihr euch unsicher seid, nehmt beim zweiten Termin ein Maßband mit und macht Fotos, natürlich nur mit Erlaubnis. Misst mal das Schlafzimmer, passt das Bett rein? So vermeidet ihr Stress beim Einzug. Und checkt den Keller, ist er trocken, kann man da wirklich Sachen lagern? Oh, und noch ein kleiner, aber guter Punkt. Klingelt, wenn möglich, mal nett bei einem Nachbarn und fragt kurz, wie es so ist. Ein echtes, kurzes Gespräch sagt oft mehr als jede Anzeige auf der Website. Klar, nur wenn es passt und freundlich bleibt. Eine Sache fällt mir noch ein wegen Renovierungen. Wenn der Vermieter sagt, das Bad ist bald fertig, fragt nach einem Datum und lasst es schriftlich geben. Ich kenne den Fall, wo es immer hieß, nächste Woche und am Ende vergingen Monate. Das macht einen echt fertig. Wenn doch etwas schief geht nach dem Einzug, ruhig bleiben und schriftlich melden. Fotos schicken, Frist setzen, also sagen, bis wann es erledigt sein soll. Und wenn gar nichts passiert, kann man Beratung suchen, zum Beispiel beim Mieterverein. Aber ja, Ziel ist, solche Situationen mit guter Besichtigung zu verhindern. Kurz zusammengefasst, was ich immer checke: Bad, Küche, Fenster, Heizung, Nebenkosten und die Hausstimmung. Dann einmal Lärm testen und Handynetz. Und wichtige Punkte schriftlich festhalten. Kein nur mündliches Versprechen. Klingt viel, geht aber schnell, wenn man weiß, woraus man schaut. Und auch wenn man sich verliebt, ein bisschen Abstand hilft. Sagt ruhig, wir überlegen eine Nacht und meldet euch dann. Wenn die Wohnung wirklich passt, wartet sie oft auch bis morgen. Und falls nicht, kommt die nächste. In vielen Städten gibt es viele Leute pro Wohnung, klar, aber Panik ist kein guter Berater. Stimmt. Und wenn ihr gerade sucht, viel Erfolg und viel Geduld. Es ist manchmal anstrengend, aber mit diesen Fragen und Checks seid ihr echt gut vorbereitet. Und vielleicht macht die nächste Besichtigung sogar ein bisschen Spaß. So, ich glaube, das waren viele, aber einfache Tipps.
Wenn euch das geholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr keine Folge, auch nicht zu Themen wie Umzug oder Übergabeprotokoll. Danke fürs Zuhören. Ja, danke euch. Schreibt uns auch gern, was euch bei Besichtigungen passiert ist, gute oder chaotische Geschichten. Wir lernen alle zusammen. Bis nächste Woche, bleibt entspannt und neugierig.